Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, bin hier auf der Spielwarenmesse in der Startup Area in der Halle 3a. Das sind junge Startup-Unternehmen, die sich präsentieren, und bin jetzt hier bei Thorsten Klarhold. Der ist dem einen oder anderen auf YouTube zwar schon bekannt, aber der macht hier eine neue Marke, die heißt Kiddycraft. Ja, hallo, genau. Herzlich willkommen bei uns am Stand hier auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. Und wir stellen hier das erste Mal, quasi Premiere, unsere Kiddies-Figuren und die neue Wiederauflage der Marke Kiddycraft hier vor. Kiddies-Figuren, da muss ich jetzt aber gleich mal fragen. Die Lego-Figuren, die schauen denen ja auch ein bisschen ähnlich, aber sind dann ganz anders, oder? Genau, die sind aus dem gleichen System, also sind aus dem Klemmbausteinsystem. Nur haben wir hier mit der Kiddies-Figur halt eine Figur geschaffen, die strikt daraus ausgelegt ist, die 3D-Marke von Lego nicht zu verletzen. Ja, weil die Figur von Lego, die ist ja als 3D-Marke eingetragen, das heißt, die darf nur Lego in ihren Sets benutzen. Und hier haben wir jetzt halt eine Figur geschaffen, die halt sich weit genug abgrenzt davon, dass der Gesamteindruck ein ganz anderer ist. Wir haben hier quasi den Gesamteindruck eines zweijährigen Kleinkindes vom Grundprinzip her mit dem großen Kopf und den kurzen Beinen, wohingegen Lego ja eher in das Roboterhafte geht mit seiner Minifigur. Das heißt, damit ist dann das Problem gelöst, dass hier der große Konzern aus Dänemark manchmal hier Schwierigkeiten macht, vielleicht aus seiner Sicht zu Recht, aber vielleicht manche andere Firmen haben halt größere Probleme. Also wir haben hier bei Kiddycraft jetzt bei der Produktentwicklung ganz explizit darauf geachtet, keine Rechteverletzungen hier zu begehen. Also die Figuren sind so, dass sie infringement-free sind. Wir haben keinerlei geschützten Teile, ist ja jetzt gerade erst wieder durch die Presse gegangen, dass Lego auch geschützte Teile hat, diese verteidigen. Wir haben keinerlei geschützte Teile in unseren Sets drin. Wir haben die Verpackungen und so gemacht, dass keiner irgendwie die Idee haben könnte, er würde ein Lego-Produkt kaufen. Es ist sofort erkennlich, es ist ein Kiddycraft-Produkt, es ist ein Klemmbaustein-Produkt. Und ja, wir starten jetzt hier mit 18 verschiedenen Artikeln in unserer Serie hier. Und ein Schwerpunkt bei uns ist jetzt hier in der ersten Auflage das Thema Landwirtschaft und Landleben. Und da gehen wir hier wirklich von dem kleinen Misthaufen mit Hühnern. Das heißt, der Misthaufen ist so ein kleines Startset. Ja, genau, so ein kleines Starter-Set. Da gehören sonst noch zwei weitere mit bei, zwei weitere Hühner. Das liegt so bei 6,99. Dann haben wir hier so einen kleinen Trecker mit einer Kiddies-Figur dabei für 7,99. Oder halt dann hier unser Top-Set jetzt dieses Jahr. Das ist hier der Bauernhofstall. Der liegt bei 65 €, hat über 1000 Teile. Und der ist halt strikt auf Bespielbarkeit ausgelegt. Also zum einen ist das schön anzusehen, ist halt wirklich an der Lebenswirklichkeit von so einem alten westfälischen oder Münsteraner Bauernhof quasi auch ausgelegt. Und hat hier eine schöne Diele, wo auch der Trecker zum Beispiel reinpasst. Der kann da reinfahren. Türen gehen auf und zu. Genau, die Türen kann man auf und zu machen. Und was halt schön ist, ne, ein Haus, einfach nur wenn es zu ist, kann man ja nicht bespielen. Man kann das Ganze aufklappen wie ein Puppenhaus und kann es bespielen. Ja, und wir haben in dem Set jetzt selbst mit drin verschiedene Tiere. Das ist ein Pferd, ein Schwein, eine Kuh, ein Huhn, eine Maus, zwei Vögel, eine Katze mit bei. Und dann kann man halt durch Zukauf von solchen Sets dann selber entscheiden, wird es ein Tierstall, wo halt Kühe oder Schweine drin gehalten werden, oder möchte ich lieber einen Reiterhof haben, dann kaufe ich Pferde dazu und mache einen Pferdestall daraus. Ne? Also ist alles mit dabei. Dann haben wir hier auch darauf geachtet, dass wir der Energiewende auch ein Stück weit hier gerecht werden. Wir haben hier eine Photovoltaikanlage drauf, die kann man rausnehmen, dann kann man das Ganze hier auch noch innen drinnen bespielen. Ja, da ist dann halt eine kleine Maus drin, dann haben wir hier ein paar Säcke, wo Futter für die Tiere drin ist. Oder wenn man es hier auf der Seite aufmacht, da haben sich die Kinder auf dem Hof eine kleine Bude gebaut, wo sie sich verstecken können, ne, und ein bisschen Spaß haben können. Ja, also halt schönes, sorgloses Landleben. Und da können die Kinder halt wirklich dann das Ganze so spielen, wie sie gerne möchten. Und der Name Kiddycraft, wo kommt der eigentlich her? Kiddycraft ist, oder ich fange es mal anders an. Der Klemmbaustein ist eigentlich nicht von Lego erfunden worden, die 2x4-Form, wie wir sie heute kennen, sondern die ist ursprünglich von einem englischen Erfinder, nämlich dem Herrn Hilary Page, erfunden worden. Und der hatte die Marke Kiddycraft. Also die ersten Klemmbausteine auf dem Markt damals sind unter der Marke Kiddycraft verkauft worden. Lego hat die Idee aufgegriffen, hat sie weiterentwickelt, hat die Klemmkraft verbessert und hat das zu dem System weiterentwickelt, das heute ist. Aber Kiddycraft ist eigentlich das Original, wenn es um Klemmbausteine geht. Und wir haben die Marke jetzt wieder belebt, hier im Geiste von Herrn Page, und bringen halt schönes Spielzeug, wirklich Schwerpunkt Kinder, hier mit Kiddycraft auf den Markt. Das heißt, der Lego-Urstein wird in der Namensform Kiddycraft dann kompatibel zum normalen Stein der Ganz großen genau. Firma hier weitergeführt und lebt hier weiter. Ja.
Ne? Hier sieht man das Patent, was Kitty Craft ursprünglich mal hatte auf meinem Pullover auch. Also bevor Lego überhaupt Klemmbausteine hatte, gab es Kitty Craft hier schon mit diesen Steinen. Gut, und wann geht's los mit dem Bauernhof? Wann wird der ausgeliefert? Der Produktstart, also hier ist das erste Mal, dass wir es vorstellen, exklusive Premiere. Und wir werden den ab 1. März dann auch an die Händler ausliefern können. Also doch schon sehr zeitnah. Ja, ja. Gut, das war ein schöner Ausflug hier in die Kitty Craft World, in die Klemmbausteine-Welt überhaupt. Hier auf der Spielwarenmesse war es jetzt für mich als Journalist leider nicht ganz einfach. Ich hätte gerne auch beim Lego-Stand Neuheiten gezeigt, habe auch offiziell angefragt und habe leider von der Presseagentur einen Korb bekommen. Sie wollen mich als Journalist nicht, sie wollen wohl generell keine Journalisten mehr und ich kann darüber nicht berichten. Stattdessen hat man mich verwiesen darauf, hat mir den Halbjahreskatalog als Online-Add-on geschickt. Das war's dann und das fand ich so enttäuschend und ich wollte einfach auf der Spielwarenmesse auch mal was über Klemmbausteine machen und deshalb bin ich jetzt einfach hier und hat mir auch Spaß gemacht. Bedanke mich beim Thorsten Klauholt. Tschüss, ich wünsche euch viel Spaß.